Heute sind wir für euch in Österreich unterwegs. Und zwar in Vorarlberg und ganz genau in der Bürserschlucht. Die Bürserschlucht soll eine der schönsten Schluchten der Alpen sein. Es gibt hier einen uralten Baumbestand, sozusagen Urwald. Mal schauen, ob dies der Wahrheit entspricht. Vom Wanderparkplatz folgen wir dem Wegweiser in Richtung Schluchtenweg. Bereits jetzt ist die Szenerie beeindruckend. Die Vorfreude steigt. Nur wenig später befinden wir uns bereits auf einem schmalen Weg. Gleich am Anfang gibt es schon ein beeindruckendes Felsenmeer zu sehen. Dieses kann über Nebenpfade erkundet werden. Eine solche Einladung können wir natürlich nicht ablehnen. Zurück auf dem Hauptweg geht es erst einmal durch eine Engstelle zwischen den Felsen. Kann eine Schluchtenwanderung besser beginnen? Wohl kaum. Der Pfad führt nun am Alvirbach entlang. Die Umgebung ist in sattes Grün getaucht. Es wurde nicht zu viel versprochen. Zeitweilig wähnt man sich wirklich in einem Urwald. Und zwischendurch gibt es auch eine Sitzgelegenheit am Wegesrand. Von naturbelassenem Untergrund wechseln wir kurz auf einen Holzsteg. Man kann den Menschen, die diesen Wanderweg gebaut haben, wirklich nur danken, denn er ist wirklich spektakulär. Es ist schon ein tolles Gefühl, direkt an der Felswand, die dazu noch stellenweise überhängend ist, entlang zu laufen. Und dabei hat man nun stets Sicht auf den Alvirbach. Potenzielle Badestellen inklusive. So geht es noch eine ganze Weile weiter. Und wenn man ab und zu den Blick schweifen lässt und auf die andere Seite der Schlucht blickt, dann lassen sich Höhlen und Felsspalten ausmachen. Etwas später sprudelt das Wasser den Felsen neben dem Weg hinunter. Gerade an heißen Tagen wie diesen ist man dankbar für jede Erfrischung und Sitzmöglichkeit. Nach einer kurzen Pause wandern wir wieder durch den alten Wald. Vor uns tauchen interessante Felsen am Fluss auf. Das wollen wir uns aus der Nähe ansehen. Wir werden nicht enttäuscht. Ein schöner Ort. Und gut geeignet, um mal die Füße ins kühle Wasser zu halten. Weiter geht's durch die wildromantische Landschaft. Immer öfter kommt es vor, dass Felsbrocken den Wegesrand säumen.
Wirklich toll, dass es so zahlreiche Ruhebänke an schönen Passagen gibt. Da lässt es sich gemütlich picknicken. Wir sind frisch gestärkt und es folgt gleich das nächste Highlight. Die Wanderung führt jetzt über eine schöne schmale Brücke über den Fluss. Hier gibt es auch den besten Blick auf den Wasserfall in der Schlucht. Die vermeintliche Brücke entpuppt sich als längerer, verwinkelter Steg, der in eine weitere Brücke übergeht. Es folgt eine Steigung. Apropos, unsere heutige Rundwanderung hat eine Länge von 5,5 Kilometern und es gilt, 290 Höhenmeter zu überwinden. Einen Link zur Wanderroute gibt es in der Videobeschreibung. Die GPX-Daten können heruntergeladen werden. Immer wieder erblicken wir wundervolle Felsen in allen Größen und Formen. Der Pfad verläuft jetzt eine gewisse Zeit weit über der Schlucht, wobei er keinesfalls weniger abwechslungsreich ist. Doch alles, was wir hinaufgelaufen sind, müssen wir auch wieder runter. Bald sehen wir den Bach wieder. Dies ist die letzte Brücke, die es zu überqueren gilt. Ein letzter Blick in die Schlucht, die der Alvir nach dem Rückgang des Gletschers in den letzten 10.000 Jahren geformt hat. Wir verabschieden uns nun endgültig vom Bach. Es geht jetzt in den Wald hinauf. Der Weg führt uns erneut an diversen schönen Felsen vorbei. Es geht in Richtung Kuhloch. Wieder ein abwechslungsreicher, schmaler Weg. Manchmal erhaschen wir einen Blick auf die umliegenden Berge. Nach einiger Zeit auf dem Wurzelpfad entdecken wir einen weiteren interessanten Ort. Hinter mir seht ihr schemenhaft etwas, was nur schwerlich mit der Kamera einzufangen ist. Man muss es mit eigenen Augen sehen. Es ist eine der sogenannten aufreißenden Spalten. Ein tiefer Graben mitten im Wald. Scheinbar wie von Zauberhand hergeleitet. Und gleich gegenüber gibt es noch ein weiteres Exemplar. Auf einem breiten Waldweg geht es weiter. Ein Kaisermantel nimmt gerade eine Mahlzeit zu sich. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Kuhloch. Und plötzlich stehen wir direkt davor. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Höhle. Doch das ist eine Täuschung. Wenn man den Ort genauer unter die Lupe nimmt, entpuppt er sich als trockene Klamm. Ein ausgesprochen mystisch anmutender Platz, in welchem sich die Magie der Natur einmal mehr eindrücklich zeigt. Als wir unsere Fantasie walten lassen, sehen wir in den Felsen einen Elefantenkopf. Warum der Ort wohl Kuhloch heißt? Wie dem auch sei, es ist an der Zeit, weiterzuziehen.
Für uns beginnt jetzt der Abstieg ins Tal. Wir genießen noch das wundervolle Panorama auf die umliegenden Berge. Bald darauf neigt sich unsere Tour dem Ende entgegen. Das war wieder eine wundervolle Erkundungstour. Ich persönlich liebe das österreichische Vorarlberg. Das Kuhloch gegen Schluss, das war ja nochmals eins drauf. Das hat mir persönlich sehr, sehr gefallen. Fast so genial wie das Kirchle. Das Kirchle, das haben wir euch in einem anderen Video vorgestellt. Gut, dann sind wir wieder am Ende. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit voller Abenteuer und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.